Ey, yo Leute, ich bin Julia von Jetzt Zeit und ich befinde mich gerade auf dem Messeplatz und hier geschehen sehr ulkige Sachen. Hier laufen spezielle Personen und Kreaturen aus fremden Welten umher und um nicht aufzufallen, bin ich heute im Decora-Style und auf der Mission herauszufinden, was hier eigentlich abgeht. Sailor Moon, warum hast du Flügel? Das hat mich eigentlich immer schon begeistert bei Sailor Moon, dass sie Flügel hat. Ich weiß, normalerweise ist es bei Eternal Sailor Moon, aber bei der Verwandlung hat sie ja auch Flügel, eigentlich sind es Schmetterlingsflügel. Darum habe ich eigentlich Super Sailor Moon heute mit Flügel, weil es mir einfach gefällt. Schön. So Leute, ich bin, glaube ich, in Halle 1 und das hier sind das Programm. Wo ist es? Das Programm beschrieb Halle 2, beschrieb Halle 1. Leute, ich bin so lost. Das hier sind alles Stände. Uff. Leute, ich glaube, ich habe das Mikro falsch eingesteckt für das Interview vorher. Upsi! Ey Leute, ich bin hier mit Longsleeves, nein, The Weird Boys. Longsleeves and the Weird Boy. Was macht ihr denn so für Sound? Also wir machen so ein bisschen The Prodigy inspired stuff, but sehr viel härter, mit mehr Screaming, sehr punkisch und auch ein bisschen Techno dazwischen. Sehr so noisy, elektronische Punkmusik mit auch Metal- und Grunge-Elementen, je nachdem. Manche Tracks sind ein bisschen mehr, so ein bisschen härter, manche sind ein bisschen mehr, so ein bisschen grungiger. Kommt immer ein bisschen drauf an. Viel Liebe. Viel Liebe, ja. Habt ihr eine Message an eure Fans? Wir haben die Theorie, Vermutung, dass viele Fans von uns ein bisschen sehr nerdige Cosplayer sind, die wahrscheinlich auch hier rumchillen. Also ja, wir sind einer von euch. Ja, Mann, Let's go! alle Außenseiter sind bei uns willkommen und keep pushing. Hell yeah, Leute! Ich bin hier mit waschechten Fairies. How are you guys? What are you doing here? And how do you feel about the stigmas on the internet about fairies? Is there something that makes you feel better about it? What is it? Get one too from you? Wow, that felt so good. Thank you guys. Hier läuft eine ganze Armee. Wow. Damn, der glitzert sogar.
Sportler. Wow, schaut das, Leute. Ich bin Anime-Protagonist. Kawaii! Dude, I'm so fast. Yes. Ey, yo, Leute, ich chill's hier gerade richtig fett, weil ich bin so am Ende. Ich habe jetzt erstmal Halle 1 mir reingezogen und ich habe so viel coole Eindrücke schon bekommen. Aber ich glaube, jetzt ist an der Zeit, erstmal fett was essen zu gehen und dafür gehen wir in Halle 2. Ich war gerade bei Grill Wraps und es ist einfach ein veganer Wrap. Und den gönne ich mir jetzt fett. Ich habe meine Gotze voll gekleckert. Aber schmecken tut's. Ich bin hier gerade an einem sehr interessanten Stand angekommen. Wer bist du und was machst du hier? Ich bin Mia, bekannt als Mia Chu. Ich bin Cosplayerin und mache es aus Leidenschaft, ja. Wie fühlst du dich denn in deinen Cosplays? Bestärkt, anders, ein bisschen auch wie eine Schauspielerin, weil man muss in verschiedene Rollen schlüpfen und einfach wie eine andere Person. Ich immer noch selbst, aber anders, so selbstbewusster. Hast du eine Message an deine Fans? Habt Spaß einfach, macht das, was ihr wollt, egal was andere denken, egal was andere sagen, einfach machen. Danke für diese super positive Message. Ich stehe gerade hier mit einem Künstler und ich möchte mal wissen, wie du heißt und was du hier so machst. Ja, mein Name ist Romanesco One. Ich bin ein Urban Art Künstler, das heißt Sprayer, und ich male auch Bilder auf Leinwände. Hinter mir hat es ein Wandgemälde. Das heißt, ich habe jetzt 3 Tage Zeit, dieses zu beenden. Es wird so ein abstrakter Schmetterling, der so in alle Farben und Richtungen wie so sich auflöst und aus der Erde sich erhebt. Nebenbei habe ich hier einen Kunststand und verkaufe Bilder von mir, Drucksachen, Merchandise. Treffe hier neue Leute, treffe Freunde, habe einfach eine gute Zeit und mache dabei 3 Tage Kunst. Das ist sehr bereichernd für mich hier. Sehr schön, danke dir für die Ausführung. Dann hoffen wir doch mal, dass der Schmetterling sich erhebt. Genau. I'm standing here at a very interesting stand with a nice gentleman. What is the stand all about? We are basically organizing the board game day in Basel, and this year we're doing the 11th edition of it, and it takes place on the 6th of September. And what kind of board games are there? The question is which ones we will not have. We have a really large selection of board games. We have about 700, 800 board games to play with them. Plus we do tournaments, we do play and wins, we do Brettspiel Quest. I'll have a few surprises there. And it's only 1 day per year, or are there other places where the people can come visit you? For the big event, it's only 1 day per year for now. We hope to grow and maybe be 2 days per year. For the other smaller gatherings, then there are associations in the city, as there are in many other cities in Switzerland, which are devoted to board gaming. But for the big event, it's just this day. Okay, thank you so much. Leute, ihr habt gesehen, im September ist es soweit. Kommt alle vorbei. So Leute,
Es ist 20:07. In 20 Minuten schließt schon die Fantasy Basel. Und ich habe es erst jetzt geschafft, alle Hallen zu sehen. Ich habe jede Etage abgeklappert. Und ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie noch gar nicht wirklich alles sehen können. Ich habe so viele lustige Menschen getroffen, so viele interessante Geschichten gehört. Ich war in so vielen Welten mit dabei. Es war einfach unglaublich geil. Ich werde morgen und übermorgen definitiv auch nochmal an die Fantasy gehen, weil ein Tag reicht einfach nicht, um hier wirklich die Aura gespürt zu haben von diesem Ort. Deshalb bin ich morgen und übermorgen auch noch und ja, empfehle es euch auch, Leuten. Kommt nicht nur einen Tag, kommt mindestens 2. Dann mal sehen, was ich morgen so für interessante Momente entdecken werde. Hey yo Leute und willkommen zum 2. Tag an der Fantasy Basel. Heute cosplay ich als Julia von Jetztzeit. Heute bin ich auf der Mission, neue Sachen zu entdecken, also kommt mit. Ich bin heute hier mit einem sehr interessanten SCP-Guard und er wird uns heute das Wort Fantasy Basel in Sign Language beibringen. Daft Punk trifft die 3 R2D2s. Danke dir. Ciao. Oh Leute, die Zukunft blüht. Ey Leute, ich habe gerade eine sehr interessante Gang getroffen. Ich habe hier gerade einen von der Gang angetroffen und ich will fragen, was geht hier eigentlich ab? Also wir sind die Skull Ripper, wir sind ein interaktives Konsortium von postapokalyptischen Leuten. Wir haben Farmer, wir haben Motorradbauer, wir haben Leute, die schminken. Wir sind auch unterwegs auf Festivals oder auf Firmenanlässen und machen Challenges, Teambuilding mit den Leuten. Wir haben ein riesen Casino mit Roulette und Pokertischen. Wir haben Feuershows, wir haben Freakshows, wir haben eine Demolition Zone, wo du mal so richtig mit einem Vorschlaghammer ein Auto demolieren kannst und deine Wut so richtig rauslassen. Wir unterhalten die Leute halt einfach gern. Wir sind nicht gebunden an irgendeinen Film oder irgendein Game. Alles, was so postapokalyptisch ist, ihr seid willkommen. Wir suchen immer Leute, die was beitragen. Ja, und sind einfach hier, um die Leute mal zu unterhalten. Hey, mega cool. Das hört sich nach richtig viel Spaß an, Leute. Kommt auf jeden Fall vorbei. Skull Ripper, fuck you! Es gibt einfach Sushi Dog. Hä? Das dampft richtig geil, Leute. Das sieht so geil aus. Ja, hallo! Wer bist denn du? Das Bild ist so cool geworden. Ihr müsst unbedingt an diese Ausstellung. Ist in Zürich. Da geht es um K-Pop, K-Drama, K-Beauty. Also kommt vorbei. Hier ist einfach eine gigantische Kuromi. Wo sind wir hier und wer bist du? Im Stand von Zardoz und ich bin der Mitgründer oder Mitbesitzer Steven. Ich habe den Eindruck, dass du dich gut mit Pokémon-Karten auskennst. Kannst du uns ein bisschen über Pokémon-Karten erzählen? Pokémon gibt es nächstes Jahr, also jetzt seit 29 Jahren, nächstes Jahr ist das 30-jährige Jubiläum. Ich glaube, es ist so das zweitälteste Kartenspiel nach Magic. Hey, cool. Und wie ist das so mit dem Wert von Pokémon-Karten? Kann der stark variieren? Ja, der kann sehr stark variieren. Wenn man eine Box direkt kauft mit dem am Release-Tag zu einem normalen Preis, ist sie in der Regel am Tag 2 schon mehr wert. Was nicht so toll ist, weil eigentlich möchten wir natürlich viele Boxen an viele Leute zu einem günstigen, zum normalen Preis anbieten. Ich sage immer, ich verkaufe lieber 2 Boxen für 150 an eine Person, anstatt eine für 300, weil
man mehr Spaß daran hat. Und wenn man die Boxen genügend lange aufbewahrt, dann kann das vielleicht wie hier enden. Das ist das erste Set. Wow. Also das ist jetzt 29 Jahre alt. Hat damals das Booster 5 Franken gekostet. Also so eine Box wird wahrscheinlich um die 180 gewesen sein. Aktueller Wert ist 20.000. Das ist ein richtig heiliges Relikt. Von den geschlossenen Boxen ist das der Pokémon Holy Grail. Es gibt eine limitierte Version davon. Die haben wir natürlich auch hier bei uns. Hier machen wir es aber anders. Wir haben sie geschlossen, die habe ich nicht dabei, aber offen, sodass man halt auch einzelne Booster theoretisch kaufen kann. Die geschlossene Box ist 30.000 und ein einzelnes Booster ist 900. Boah, krass. Leute, hier gibt es ganz viele Seltenheiten. Cuphead und Mugman, live an der Fantasy. Sodele, es ist 13 Uhr und ich muss leider auf eine andere Mission gehen. Deshalb ist Tag 2 heute ein bisschen kürzer. Und auf jeden Fall habe ich wieder coole neue Sachen entdeckt und bin schon mal hyped auf morgen. Hallo und willkommen zum 3. und letzten Tag an der Fantasy. Ich bin Lara und auf der letzten Mission herauszufinden, was hier eigentlich abgeht. Leute, es ist soweit. Ich laufe jetzt zu Cold Mirror. Die Schlange zu Cold Mirror ist so absolut lang. Ich habe, glaube ich, keine Zeit mehr dafür, sie leider live zu treffen. Aber Kadi, solltest du das sehen? Ich liebe dich, Mann. Ich gucke dich schon, seitdem ich irgendwie 11, 12 Jahre alt bin. Du bist ein Riesenvorbild für mich. Und auch die Inspiration, YouTube-Videos zu machen. Du hast meinen Humor so hart geprägt und danke dir, Mann. Hau rein. Pikachu, ich wähle dich! Guys, I just met Tombo and Kiki in outer space, and I wanted to ask you guys, what are you doing here and what is the stand all about? We're from the Swiss Space Exchange program, and we're kind of just showing our work that we do at the University of Bern in the Space Weather Research Group. What projects do you guys have? We are mostly doing heliophysics and space weather, we call it. So we are looking at the sun, what it's doing in terms of physical activity and how the impact is on the Earth. So we have here real images from the sun showing what we call sunspots. These are regions of strong activity on the sun from which strong explosions called solar flares occur. And our sun's activity follows an 11-year activity cycle, which is due to the fact that the sun reverses its polarity every 11 years. So the north pole of the sun becomes the south pole, and so on. We don't know, though, why it is exactly 11 years. Interestingly, right now we are at the peak of this solar cycle. So that means we have the maximum level of activity, and that means for us here on Earth that we have the highest chance of seeing the aurora. So last year was really peaking. We had at least 2 occurrences of auroras seen in low latitudes at Earth, for example in Switzerland, which is really cool, and we expect to maybe have the same this year. And after this, we expect that the solar activity will slow down. So watch out for the skies for this year. Ich habe mich jetzt draußen verkrümelt, weil es ist so voll heute. Also wenn ihr es nicht mögt, dass es überfüllt ist, dann kommt lieber am Donnerstag oder Freitag, aber bloß nicht am Samstag. Ich gönne mir jetzt diesen Bauern. Mal sehen, ob der schmeckt.
Swissbox. Ich stehe hier gerade mit Lara vom Verein Schweizer Fantastikautorinnen. Und worum geht's denn in eurem Verein? Also wir haben vor allem geht es uns darum, sich austauschen. Austauschen mit Gleichgesinnten, die es lieben zum Lesen und vor allem auch Schreiben. Also egal wie man denkt, wie man ist, was man schreibt, Hauptsache ein bisschen Fantasy und dann passt man wunderbar da rein. Wir haben Stammtisch und die sind regelmäßig und die sind an verschiedenen Standorten. Also der grösste Stammtisch ist in Zürich. Wir haben noch Bern, Basel, Luzern und seit neuestem St. Gallen. Und die treffen sich eigentlich einmal im Monat. Und dann gibt es noch ein paar wenige Veranstaltungen. Wir haben dieses Jahr das 10-jährige Jubiläum, wo wir dann im November feiern werden. Also es wird eine grosse Sache, wird richtig cool. Machen wir 2-tägige Messe. Also vielleicht auch was für euch oder für euch. Hey, mega cool. Und wer kann bei euch mitmachen? Also jeder, der Lust und Zeit hat. Also ja, man muss auch nicht veröffentlicht haben. Hast du noch einen Tipp für angehende Autoren, die gerade so ihr erstes Buch anfangen? Also vor allem einfach schreiben. Die meisten trauen sich nicht zu schreiben, sondern das Gefühl, oh nein, ich mache das falsch und nein, ich muss das nochmal korrigieren und nochmal überarbeiten und ich kann ja nicht. Nein, jeder kann, wenn er will. Und dann einfach mit dem Herz schreiben und dann wird es gut. Danke dir für diese Message. Schreibt mit dem Herzen, Leute. Endboss-Battle, gib alles. Oh mein Gott. Ich habe sowas noch nie gesehen, Mann. Ich bin gerade auf eine pinke Schönheit getroffen. Ich habe einfach nur pink gesehen und dachte, ich muss dich mal ansprechen und wollte dich fragen, kannst du uns mehr über dieses Outfit erzählen? Das habe ich letztes Jahr gemacht, so in Winterzeit, vor allem bis Frühling. Das Oberteil habe ich dieses Jahr gemacht. Das ist mein erstes, wo ich so gemacht habe. Und diese habe ich selber genäht. Diese Rüschen mit Schleifen zusammen, alles mit Spitze. Das ist wirklich mit Schnittmuster, alles habe ich da müssen zeichnen und das sieht richtig komplex aus. Wie lange hat es gebraucht, jetzt dieses Top zu machen? 1,5 Monate. Ich bin Anfängerin und ich lerne alles selber. Also für eine Anfängerin muss ich sagen, sieht das sehr professionell aus. Dankeschön. Hier sind überall Tattoo-Stände und ich dachte mir, was machen denn Tattoo-Artists hier auf der Fantasy Basel? Tätowieren und machen Werbung, sind einfach hier. Was sind denn so die meistgemochten Tattoos an eurem Stand? Ich glaube, die Sachen, die hier so rumliegen, Pikachu ist schon gemacht, ne? Wie lange geht denn so eine Tattoo-Artist-Ausbildung? Ich bin jetzt erst seit April dran. Und das ist jetzt mein 3. Monat im Juni und ich habe schon Fortschritte gemacht, aber das geht noch eine Weile. Sicher noch 2 Jahre, bis man da gut drin ist, aber man kann sich halt jeden Tag weiterentwickeln. Wann kannst du das erste Mal einen Menschen stechen? Habe ich schon. Schon mehrere, ja. Oh, und bist du dann nicht irgendwie nervös? Doch, doch. Also eigentlich vor jedem Tattoo nervös. Da muss ich zuerst mal eine Kippe rauchen und dann geht's eigentlich. Wenn man den ersten Strich schon hat, dann gewöhnt man sich auch dran. Was ist so der schlimmste Fail, der passieren könnte? Vernarbungen, Schreibfehler, vor allem auch wenn das Motiv verkehrt rum ist. Mir ist es noch nicht passiert, aber ja. Dann wünsche ich dir sehr viel Glück bei deiner Karriere, dass dir da nicht allzu Wildes passiert. Okay Leute, ein Behind the Scenes. Ich laufe nämlich immer mit so einem Naruto-Sack die
ganzen 3 Tage herum. Hier habe ich ein Stativ dabei für spontane Interviews. Oh, jetzt Zeitsticker, Leute, holt sie euch. Hier ist das heilige Mikrofon von Jetzt Zeit. Hallo. Und was habe ich noch? Backup-Ladekabel, ultra viele Flyer und random Stuff von anderen Menschen. Heißes Bild von mir. Und nun kommen wir zu meinem Fantasy Basel Hall. Was habe ich mir bloß gekauft? Wir werden es gleich sehen. Das war mein Fantasy Basel Hall. Und zum Abschluss inspirierende Worte von Julia aus Tag 1. Ich habe unglaublich viele coole Menschen getroffen, wirklich sehr herzallerliebste Menschen, sehr lustige, einfach sehr offene Personen. Man kann sich hier frei fühlen, man kann einfach die Sau rauslassen. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Ich fühle mich sehr willkommen. Die Menschen sind sehr aufgeschlossen und akzeptieren einen einfach so, wie man ist.